Beste Grüße, hier ist wieder dein Markus aus Dubai und ich will dir heute ein bisschen was aus Dubai Marina zeigen mit einer richtig coolen Location und gerade, vielleicht hört ihr es, Moment, das geht los. Ja, was für ein krasses Timing hier, ganz zufällig und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Ich drehe gleich die Kamera und zeige euch ein bisschen einfach was davon. Das ist eine richtig coole Location, wir sind in Dubai Marina, sehr beliebtes Areal, eine sehr beliebte Gegend bei Touristen natürlich auch und natürlich auch bei Einheimischen bzw. auch bei den Expats, bei den Menschen, die hier natürlich auch fest leben. Wird auch immer wieder gefragt, Auswandern, ja, was bedeutet das für dich? Auswandern bedeutet für mich persönlich raus aus Deutschland oder wenn du aus Österreich, Schweiz kommst, einfach raus davon. Das heißt aber nicht, dass man einfach jetzt an Ort und Stelle gebunden ist. Wir waren mehrere Monate in Paraguay, wir waren viele Jahre in der Türkei, sind jetzt in Dubai und werden sicherlich auch in Zukunft noch das ein oder andere Land bereisen. Abgesehen davon, verschiedene Staatsbürgerschaften zu haben, gerade zur heutigen Zeit, kann nicht schaden. Ja? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich drehe die Kamera, damit du dir jetzt einmal das Ganze anschauen kannst. Und für alle, die es von mir noch nicht gehört haben, Merry Christmas natürlich auch hier nochmal zum Ende des Jahres 2024. So sieht das aus. Immer einer der größten Bauträger hier. Das ist die Dubai Mall. Hier geht es dann rein. Da haben wir jetzt geparkt. Hier hast du die Möglichkeit 3 Stunden freies Parken. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu einer richtig coolen Location. Da nehme ich dich mit. Bleib auf jeden Fall dran. Und schreib schon mal rein, ob du hier warst. Ob du dir das vorstellen kannst. Jo. Ob du dir das vorstellen kannst, hier zu leben. Lass es mich wissen. Wir haben jetzt Ende Dezember. Angenehme Temperaturen, ist richtig schön. Viele Touristen sind am Start, viele Menschen, die sich hier es gut gehen lassen. Und natürlich immer wieder Menschen, die auch auf der Suche sind nach guten Investitionsmöglichkeiten. Okay, wir sind jetzt ein bisschen weiter gelaufen und gehen jetzt über eine Brücke. Die Brücke, die ist sehr stark befahren. Ich parke immer eigentlich in der Marina Mall, damit ich mir diesen Stau dort erspare. Jetzt geht es noch, aber abends ist hier richtig viel los und vor allen Dingen, wenn du abends von Marina dann wieder, beziehungsweise JBR wieder zurückfahren willst über diese Brücke, musst du echt ein dickes Pflaster haben. Ein dickes Polster sozusagen und dementsprechend, ja, ich drehe jetzt die Kamera, damit du dir mal das anschauen kannst. Ich nenne es auch oft die Hubstraße, weil es wird hier extrem viel gehupt und ich weiß nicht warum. Hupen bringt einfach nichts, Leute. Also schaut euch das gerne mal an. Wir sind jetzt hier oben. Das sieht schon wirklich cool aus. Auch mit dem Wasser jetzt natürlich ganz cool. Und aber auch hier natürlich, andere Seite geht es weiter. Und hier sieht man schon den Verkehr, ist richtig viel los. Die Straße gabelt sich da vorne und deswegen dauert das immer lange. Abgesehen davon habe ich mir sagen lassen, die Ampelphase ist sehr schlecht geschaltet. Aber however, das als Geheimtipp von mir, wenn du in JBR sein willst oder auch das Dubai Eye zum Beispiel, klar, du kannst da durchfahren, aber du kannst auch hier parken. 3 Stunden in der Dubai Marina Mall sind kostenlos und ab der 4. Stunde dann sind es 20 Dirham, umgerechnet ca. 5 Euro. Yes, ich drehe mal die Kamera. Das kommt über die Kamera gar nicht so rüber. Das ist auf jeden Fall aber schon ein schöner Anblick. Lasst es mich wissen, wer schon mal hier in Dubai war. Man kann auch hier am Kanal natürlich komplett weiter entlang spazieren. Alles kein Problem. Okay, über die Brücke gelaufen, Überführung mitgenommen und jetzt sind wir hier JBR, The Beach. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter und im Hintergrund kann man schon sehen, ein Teil des Riesenrades, wie es auf Deutsch heißt.
Ja, ist eine sehr beliebte Gegend hier. Sehr viele Touristen am Start, sehr viele Hotels natürlich auch. Sehr viel Konsum, sehr viel Werbung. Egal ob es um Immobilien geht, Properties, um Düfte. Also wirklich übertrieben viel. Und jetzt werdet ihr gleich die Stände noch sehen. Von verschiedenen Bauträgern. Der Beach. Da haben wir schon den ersten Bauträger. Und genau, Toiletten ist ein Sprichwort. Die öffentlichen Toiletten hier immer kostenlos und vor allen Dingen immer sauber. Mega. Angekommen am Hotspot. Auch hier als Tipp natürlich abends super schöne Beleuchtung, richtig klasse das Ganze. Und übrigens hier am Marinehafen haben wir auch immer wieder Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, die hier anlanden. Und das hier sind natürlich alles 5-Sterne-Häuser. Five Lux, Hilton ist am Start und vieles mehr. Und was auch cool ist, Leute, hier, wir haben hier die Möglichkeit, Fallschirmspringen zu gehen. Für alle, die das noch nie gemacht haben und mal antesten wollen, da seht ihr sie in der Luft irgendwo. So schwarze Punkte, sie sind am Schirm. So sieht das aus. Übrigens, das hier vorne ist die Palme. Sieht man jetzt natürlich von hier nicht, von oben schon. Und ich verlinke am Ende ein Video, was ich von hier oben gemacht habe, 45. Etage. Ein Interview mit dem Lukas. Seit vielen Jahren am Start, Immobilienexperte. Von ihm schon sehr viel gelernt. Und hier sind natürlich auch viele Menschen, die am Baden sind, im Wasser, Ende Dezember, mega cool. Und hier das sogenannte Dubai Eye. Übrigens, das läuft wieder. Lass mich auf jeden Fall wissen, ob du schon mal in Dubai warst, welche Geheimtipps du noch hast, welche Lokalitäten man abchecken sollte. Oder wenn du hier natürlich auch wohnst, welche Insider-Informationen hast du, was man hier abchecken kann. Die Leute fragen mich immer wieder, Dubai, extrem teuer das Ganze, aber ganz ehrlich, wenn du aus Hamburg kommst, wenn du in Berlin lebst, in Zürich vielleicht auch in der Schweiz, in Wien, Düsseldorf, München, ist Dubai auch nicht mehr so teuer. Natürlich kann Dubai alles. Nach oben hin gibt es nie Grenzen, Leute, das ist ganz klar, aber eben es geht auch relativ günstig. Ja? Was auf jeden Fall immer mit Kosten verbunden ist im Ausland, sind immer die Schulkosten. Egal in welches Land du auswandern möchtest und deine Kinder in eine private Schule möchtest, also schicken möchtest, musst du immer Geld zahlen. Das ist ganz klar. Du kannst sie natürlich auch in öffentliche Schulen bringen, so wie jetzt in der Türkei das möglich ist. Hier in den UAEs soll es nicht erlaubt sein. Das heißt, du musst in eine private Schule gehen. Und da sind die Kosten ähnlich wie in Alanya auch, wie in der Türkei. Kaum ein Unterschied. Circa 800 bis 1000 Euro pro Kind pro Schulmonat. Und das ist natürlich schon sehr viel Geld, auf jeden Fall. Aber auch hier in Dubai gibt es natürlich noch mehr. Es gibt eine Schweizer Schule, die soll um die 2000 Euro kosten. Im Monat, pro Kind. Also das ist natürlich schon heikel. Aber ja gut, ganz ehrlich, wer sich das leisten kann, dem sei es gegönnt. Da hat er einiges im Leben richtig gemacht. Oder auch vielleicht auch nur Glück gehabt. Hier wieder viele Stände. Natürlich essen, trinken, ganz egal wo. Kann man hier überall. Ist halt eine Touristenhochburg hier. Die Leute leben jetzt auch teilweise hier davon. Ich werde auch immer wieder gefragt, Markus, was für Jobmöglichkeiten hat man hier? Also es gibt sämtliche Jobs hier, die es auch in Deutschland sicherlich gibt. Eventuell sogar, vielleicht sogar mehr. Dubai ist im Kommen, im Wachsen. Und dementsprechend kann man hier sicherlich Fuß fassen. Aber nur von der Ferne würde ich mich erstmal informieren, natürlich schlau machen. Und natürlich auch als Tipp Nummer 1, wenn man mit dem Gedanken spielt, komplett auszuwandern in Dubai rein,
dass man zumindest mal ein-, zweimal für einen gewissen Zeitraum hier in Dubai war und sich das Ganze mal angeschaut hat. Weil das Leben jetzt hier an der Promenade, das leben ja eher die wenigsten. Und so möchte ich persönlich auch nicht auf lange Sicht leben. In Hochhäusern, in Hochhausschluchten. Dementsprechend sind wir ein bisschen außerhalb, fahren eine halbe Stunde bis 40 Minuten nach Downtown rein oder auch hier Dubai Marina. Aber dafür haben wir abends auch unsere Ruhe, was sehr cool ist. Genau. Also es gibt hier viele verschiedene Möglichkeiten. Viele Menschen kommen hierher, schauen sich um und entschließen sich dann hierher irgendwann zu kommen, wenn sie natürlich auch die finanziellen Mittel haben. Aber auch natürlich, es gibt viele Menschen tatsächlich, mit denen ich auch schon Kontakt hatte, die einfach von der Ferne ihr Geld parken wollen und dementsprechend ja, ihr Geld auch sichern wollen. Rausholen aus der EU ist das Stichwort, weil sehr viele Regulierungen jetzt wieder verschärft kommen. Auch in Bezug auf Kryptowährungen, total unsympathisch das Ganze. Aber man muss halt gucken, wie das eigene Leben ist. Ich drehe nochmal die Kamera zum Ende des Videos, schaut euch das gerne nochmal an. Schon krass, Ende Dezember. Hier geht jetzt der Flieger hoch für die Fallschirmspringer. Und mit diesen Worten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, bleib gesund und munter. Beste Grüße aus Dubai.